Hallo, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Auch gut. Was machen Sie beruflich? Auch gut. Was machen Sie beruflich? Ich bin Feuerwehrmann. Ich bin Feuerwehrmann. Ach so, das ist sehr interessant. Ach so, das ist sehr interessant. Ich habe gehört, dass die Feuerwehr in Deutschland sehr professionell arbeitet. Ich habe gehört, dass die Feuerwehr in Deutschland sehr professionell arbeitet. Können Sie mir ein wenig mehr darüber erzählen? Können Sie mir ein wenig mehr darüber erzählen? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Die Feuerwehr in Deutschland ist sehr gut ausgebildet. Die Feuerwehr in Deutschland ist sehr gut ausgebildet. Und arbeitet professionell. Und arbeitet professionell. Wir haben sehr hohe Standards in Bezug auf die Ausbildung. Wir haben sehr hohe Standards in Bezug auf die Ausbildung. Und die Ausrüstung, die wir benutzen. Und die Ausrüstung, die wir benutzen. Das klingt beeindruckend. Das klingt beeindruckend. Wie viele Feuerwehrleute gibt es in Deutschland? Wie viele Feuerwehrleute gibt es in Deutschland? Es gibt insgesamt etwa 1,3 Millionen ehrenamtliche und hauptamtliche Feuerwehrleute in Deutschland. Es gibt insgesamt etwa 1,3 Millionen ehrenamtliche und hauptamtliche Feuerwehrleute in Deutschland. Wow, das ist wirklich viel. Wow, das ist wirklich viel. Wie ist die Feuerwehr in Deutschland organisiert? Wie ist die Feuerwehr in Deutschland organisiert? Die Feuerwehr in Deutschland ist in der Regel eine kommunale Einrichtung. Die Feuerwehr in Deutschland ist in der Regel eine kommunale Einrichtung. Jede Stadt oder Gemeinde hat eine eigene Feuerwehr. Jede Stadt oder Gemeinde hat eine eigene Feuerwehr. Diese Feuerwehren sind in der Regel in Freiwillige und Berufsfeuerwehren unterteilt. Diese Feuerwehren sind in der Regel in Freiwillige und Berufsfeuerwehren unterteilt. Wie funktioniert das genau? Wie funktioniert das genau? In der Regel sind freiwillige Feuerwehren für kleinere Einsätze in ihrem Stadtteil oder ihrer Gemeinde zuständig. In der Regel sind freiwillige Feuerwehren für kleinere Einsätze in ihrem Stadtteil oder ihrer Gemeinde zuständig. Bei größeren Einsätzen oder Einsätzen, die eine spezielle Ausrüstung erfordern. Bei größeren Einsätzen oder Einsätzen, die eine spezielle Ausrüstung erfordern, werden die Berufsfeuerwehren alarmiert. Werden die Berufsfeuerwehren alarmiert. Das klingt nach einem gut organisierten System. Das klingt nach einem gut organisierten System. Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Wie sieht es mit der Finanzierung aus? Die Feuerwehren in Deutschland werden hauptsächlich von den Städten und Gemeinden finanziert. Die Feuerwehren in Deutschland werden hauptsächlich von den Städten und Gemeinden finanziert.
Die Ausbildung und Ausrüstung der Feuerwehrleute wird von den jeweiligen Städten und Gemeinden bereitgestellt. Die Ausbildung und Ausrüstung der Feuerwehrleute wird von den jeweiligen Städten und Gemeinden bereitgestellt. Es ist gut zu wissen. Es ist gut zu wissen. Haben Sie schon immer davon geträumt, Feuerwehrmann zu werden? Haben Sie schon immer davon geträumt, Feuerwehrmann zu werden? Ja, ich finde diesen Beruf sehr interessant und abenteuerlich. Ja, ich finde diesen Beruf sehr interessant und abenteuerlich. Ich mag es, Menschen in Not zu helfen und Leben zu retten. Ich mag es, Menschen in Not zu helfen und Leben zu retten. Ja, das kann ich verstehen. Ja, das kann ich verstehen. Aber es ist auch ein sehr gefährlicher Job. Aber es ist auch ein sehr gefährlicher Job. Sind Sie Ihnen sicher, dass Sie damit umgehen können? Sind Sie Ihnen sicher, dass Sie damit umgehen können? Ja, ich denke schon. Ich bin körperlich fit. Ja, ich denke schon. Ich bin körperlich fit. Und ich denke, dass ich die notwendigen Fähigkeiten habe, um den Job zu machen. Und ich denke, dass ich die notwendigen Fähigkeiten habe, um den Job zu machen. Das klingt sehr vielseitig und herausfordernd. Das klingt sehr vielseitig und herausfordernd. Wie sieht Ihr Alltag aus? Wie sieht Ihr Alltag aus? Und wie oft haben Sie Einsätze? Und wie oft haben Sie Einsätze? Mein Tag beginnt meistens mit einer Besprechung und dem Überprüfen der Ausrüstung. Mein Tag beginnt meistens mit einer Besprechung und dem Überprüfen der Ausrüstung. Dann warten wir auf Anrufe und Einsätze. Dann warten wir auf Anrufe und Einsätze. Das ist unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Manchmal haben wir mehrere Einsätze an einem Tag, manchmal auch tagelang keinen. Manchmal haben wir mehrere Einsätze an einem Tag, manchmal auch tagelang keinen. Wie gehen Sie mit den emotionalen Belastungen um, die mit Ihnen Job verbunden sind? Wie gehen Sie mit den emotionalen Belastungen um, die mit Ihnen Job verbunden sind? Das kann schwer sein. Das kann schwer sein. Wir sehen oft schreckliche Dinge und haben mit Verletzungen und Tod zu tun. Wir sehen oft schreckliche Dinge und haben mit Verletzungen und Tod zu tun. Aber wir haben auch ein gutes Team und erhalten Unterstützung und Hilfe. Aber wir haben auch ein gutes Team und erhalten Unterstützung und Hilfe. Wenn wir sie brauchen. Wenn wir sie brauchen. Was sind einige der wichtigsten Fähigkeiten, die man als Feuerwehrmann haben sollte? Was sind einige der wichtigsten Fähigkeiten, die man als Feuerwehrmann haben sollte? Auf jeden Fall körperliche Fitness und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten. Auf jeden Fall körperliche Fitness und die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten.
Man sollte auch teamfähig sein und gut mit anderen zusammenarbeiten können. Man sollte auch teamfähig sein und gut mit anderen zusammenarbeiten können. Außerdem ist es wichtig, schnell zu denken und schnell zu handeln. Außerdem ist es wichtig, schnell zu denken und schnell zu handeln. Danke für die Einblicke in Ihren Beruf. Danke für die Einblicke in Ihren Beruf. Ich habe noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Wie sieht es mit der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Feuerwehren aus? Wie sieht es mit der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Feuerwehren aus? Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Feuerwehren ist. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Feuerwehren ist sehr wichtig und gut organisiert. Sehr wichtig und gut organisiert. Im Notfall arbeiten die Feuerwehren eng zusammen, um schnell und effektiv zu handeln. Im Notfall arbeiten die Feuerwehren eng zusammen, um schnell und effektiv zu handeln. Verstehe. Was für Einsätze gibt es denn typischerweise für die Feuerwehr in Deutschland? Verstehe. Was für Einsätze gibt es denn typischerweise für die Feuerwehr in Deutschland? Es gibt viele verschiedene Arten von Einsätzen für die Feuerwehr in Deutschland. Es gibt viele verschiedene Arten von Einsätzen für die Feuerwehr in Deutschland. Zu den häufigsten Einsätzen gehören Brände, Unfälle, Hochwasser und Stürme. Zu den häufigsten Einsätzen gehören Brände, Unfälle, Hochwasser und Stürme. Aber die Feuerwehr kann auch für Rettungsaktionen bei Verkehrsunfällen. Aber die Feuerwehr kann auch für Rettungsaktionen bei Verkehrsunfällen oder für das Beseitigen von Gefahrenstoffen gerufen werden. Oder für das Beseitigen von Gefahrenstoffen gerufen werden. Das klingt sehr vielseitig und herausfordernd. Das klingt sehr vielseitig und herausfordernd. Was sind denn die Voraussetzungen, um Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau zu werden? Was sind denn die Voraussetzungen, um Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau zu werden? Die Voraussetzungen für den Beruf des Feuerwehrmanns oder der Feuerwehrfrau variieren je nach Bundesland und Stadt. Die Voraussetzungen für den Beruf des Feuerwehrmanns oder der Feuerwehrfrau variieren je nach Bundesland und Stadt. In der Regel müssen Bewerber jedoch eine Ausbildung. In der Regel müssen Bewerber jedoch eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Feuerwehr absolvieren und körperlich fit sein. Oder ein Studium im Bereich Feuerwehr absolvieren und körperlich fit sein. Wie sieht es mit der Ausbildung aus? Wie sieht es mit der Ausbildung aus? Was für eine Ausbildung benötigt man, um Feuerwehrmann zu werden? Was für eine Ausbildung benötigt man, um Feuerwehrmann zu werden? Es gibt unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten. Es gibt unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten. Einige Bundesländer verlangen eine abgeschlossene Berufsausbildung.
Einige Bundesländer verlangen eine abgeschlossene Berufsausbildung, während andere eine abgeschlossene Schulausbildung voraussetzen. Während andere eine abgeschlossene Schulausbildung voraussetzen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Ausbildung direkt bei der Feuerwehr zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Ausbildung direkt bei der Feuerwehr zu machen. Wie lange dauert die Ausbildung? Wie lange dauert die Ausbildung? Die Ausbildungsdauer variiert je nach Bundesland und Ausbildungsweg. Die Ausbildungsdauer variiert je nach Bundesland und Ausbildungsweg. In der Regel dauert sie zwischen 1,5 und 3 Jahren. In der Regel dauert sie zwischen 1,5 und 3 Jahren. Vielen Dank für die Informationen. Vielen Dank für die Informationen. Es ist gut zu wissen, dass wir in Deutschland so gut aufgestellte Feuerwehren haben. Es ist gut zu wissen, dass wir in Deutschland so gut aufgestellte Feuerwehren haben. Schönen Tag noch.